Hi, ich bin Lars und das ist Morse. Gemeinsam segeln wir um die Welt und das ist unsere Geschichte. Ja, jetzt bin ich ja hier endlich in Panama. Genauer gesagt in San Blas Islands. So eine Region im Prinzip, die vergleichbar mit Bayern vielleicht. Gehört zu Panama, wollen aber eigentlich nicht so richtig dazu gehören und haben dadurch so einen Sonderstatus. Wie gesagt, wie Bayern. Gehören zu Deutschland, wollen es aber eigentlich nicht. Okay, vielleicht ein bisschen der Vergleich, aber naja, jedenfalls ist ein bisschen eine eigene Region, haben auch eine eigene Flagge, die ich aber, obwohl man das normalerweise beim Segeln so macht, die Gastlandflagge immer ist, aber das mache ich in dem Fall nicht. Also klassische Hakenkreuzflagge kommt mir einfach nicht ans Boot. Mir ist natürlich klar, dass die Bedeutung eine ganz andere ist, aber ich denke, als jemand mit jemand mit der deutschen Staatsbürgerschaft geht es für mich einfach nicht klar, mit einer Hakenkreuzfahne rumzufahren. Genau, erste Mal, dass ich sie nicht esse. Ansonsten ist es wunderbar. Das Wasser ist das klarste, das ich jemals gesehen habe. Und deswegen gehe ich jetzt heute auch mal schnorcheln mit meinem Kumpel Thomas. Und ich glaube, das wird der absolute Obershit. Nehme ich euch natürlich mit. Sonne ist hier natürlich ein ultra krasses Thema. Beste Schnorchelzeit ist natürlich so gegen Mittag, dass die Sonne senkrecht von oben ballert voll aufs Wasser runter und dann hast du halt unter Wasser eine gigantische Sicht. Also noch gigantischer, als es sowieso schon ist. Andererseits hast du natürlich auch die maximale UV-Belastung für die Haut, was hier in den Tropen einfach super extrem ist. Deswegen gibt es jetzt erstmal noch eine richtig dicke Schicht Sonnencreme, wie immer von Kapitän Olsen, die riffsichere Zink-Sonnencreme, damit die Korallen nicht beschädigt werden. Normale Sonnencreme verursacht nämlich Korallenbleiche. Ja. So, jetzt aber genug gelangweilt. Jetzt geht's gleich los. I've seen the Kunas visited here. Yeah, they wanted some water. It's the one over there. So you see the long green line, but in front of that left one, it's a different island than the small one. No, we're going to Dog Dog Island. Island. It's there, right? Yeah, that's it. Yes, that one over there. Yeah. The one with the house. No, the house is a tiny one, or the one behind. Okay, so it's You can go from here. Yeah. I mean, from the channel wood from the left, go there. So that's where we find the wreck, right? Yes, you will find there. Und schließlich haben wir dann tatsächlich auch das alte Wrack gefunden. Ja, und dann ging's ans Entdecken des Wracks.
Kommst du bei Niedrigwasser an, schaut der Bug und Teile der Ankerwinch dürften es gewesen sein. Von diesem alten Army-Kanonenboot, die schauen dann noch aus dem Meer raus. Tauchst du dann ab unter Wasser, dann wird's abgefahren. Also das ist wie ein magischer Ort, voller Leben. Die Organismen haben dieses alte Wrack längst wieder in Besitz genommen. Du findest da dann Fische wirklich jeglicher Art. Die jagen sich gegenseitig, verstecken sich irgendwo im Rumpf des alten Schiffs. Und es ist wirklich toll. Der alte, einst wohlmalgraue Stahl von diesem Kanonenboot ist mittlerweile einfach komplett zugewachsen mit farbenfrohen Korallen. Ja, es ist einfach eine völlig irre Unterwasserlandschaft und muss man meiner Ansicht nach wirklich gesehen haben. Auf der Insel gibt es dann auch eine kleine nette Bar mit Getränken, was zu essen. Es ist einfach ein toller Ort. Dog Island, von mir eine Empfehlung. Also die Schiffswrack war tatsächlich beeindruckender, wie ich es erwartet habe. Fand ich sehr geil. Und dann waren wir hinterher noch ein bisschen schnorcheln an einem Riff und schaut, was ich habe. Catch of the Day, Lobster. Es gibt natürlich ein super feines Abendessen heute. Wirklich geil. Samstagabend, Lobster. Ja, Pizza-Video-Abend. Dafür brauche ich aber noch Bier. Ich bin heute zuständig für die Bierversorgung, deswegen nehme ich euch jetzt mal mit zum Biereinkauf hier in San Blas. Hey, how many beer do you want to have? Please, do you need money? No, can give me later. See you. Jetzt kommt ein bisschen der heikle Part. Da drüben ist ein Inselchen, wo es Bier gibt an der Bar. Und hier ist ein Inselchen, wo es ein bisschen Bier gibt an der Bar. Auswahl genug, aber hier sind überall dazwischen Riffe, die selbst für Stingy dann ein bisschen zu niedrig sind. Ja, muss ich jetzt meinen Weg finden. Mal gucken, ob meine Erinnerung in Ordnung ist, dass ich nicht irgendwo auf Grund laufe. Ja, hier sieht man, wird schon wieder seicht. Oh, hauerhaft. Drehen wir doch mal ein bisschen ab. Die Bar hat scheinbar zu, aber nicht schlimm, es gibt ja noch eine zweite. Falls du dich fragst, warum ich nicht gleich zu der bin, weil die teurer sind. Okay, Biereinkauf erledigt. Jetzt zurück zum Boot, aber hurtig. Eine ganz wichtige Sache muss ich natürlich noch machen, bevor ich zum Pizzaabend gehe. Luke zu machen. Selbst wenn der Himmel so wie jetzt perfekt ausschaut, man kann dem Wetter einfach nicht trauen. Und ich habe keinen Bock nachher wie so ein Wahnsinniger zurückzurasen, um die Überflutung von meinem Boot zu verhindern. Weil wenn es hier dann immer anfängt zu regnen, ist es gleich so richtig apokalyptisch. Und da willst du echt keine offene Luke haben.
music is a bit weird, huh? The music? You're a bit weird. Normal. Oh, ist thank you. a bit weird. Ich bin ja ganz großer Fan der Pfannpizza. Dazu brät man den Teig erstmal von einer Seite in der Pfanne an. Wenn er dann knusprig ist auf einer Seite, umdrehen, schnell belegen das Ganze. Und dann kann man entweder die Pfanne in den Ofen schieben oder wenn man keinen Ofen hat, so wie ich auf Morsa, dann macht man einfach den Deckel oben auf die Pfanne drauf und dann schmilzt ja auch der Käse. Der Job des Ofenknopfhalters ist der schlimmste. Yeah, it's the worst pizza we ever made. Yeah, definitely. Can you see it like this? Ich bin aufgeregt. Nach über 2 Jahren segle ich mal mit einem Fremdenboot mit. Und zwar mit dem da. Los geht's. Anker auf mit einem 14 Meter Boot. Wie aufregend. Ja, es ist ein wenig ein Unterschied zu Morsa. 46 Fuß Catch zu 31 Fuß. Hakoda natürlich. Einfach nicht vergleichbar. Ja. Ich meine, es ist jetzt auch hier super smooth und wenig Wellen. Perfekter achterlicher Wind, aber es ist schon ziemlich geil. Leute, kauft Kapitän Olsens Abenteuer, Hautpflegeprodukte. Ich brauche Geld. Lars braucht ein größeres Boot. Ich kann hier beim Segeln spazieren gehen. Wie cool ist das denn? Und viel schneller sind wir auch. Und aufgrund der Größe reagiert natürlich auch alles ein bisschen langsamer. Wahrscheinlich auch, weil nicht so viel Wind ist. Dagegen fühlt sich Morsa eher wie ein Autoscooter und das ist hier der Mercedes. It's really exciting to steer your boat, Thomas. You like it? I like it, but I feel like the absolute beginner because it's so different from my tiller steering. Yeah. I'm doing whoa. Yeah, it's difficult because you barely notice until it's too late. Schön auch mal selbst die Crew zu sein. Jetzt bin ich mal zuständig, um hier im Wasser zu gucken. Ja, der Local mit seinem Kanu weist uns jetzt ein bisschen ein, wo wir hin sollen. Ist unzufrieden mit dem Platz, den wir ausgesucht haben. Ja, die Dörfer der Kunas sind natürlich ein sehr spezieller Fall. In der Regel auf Inseln. Jeder Quadratmeter wird ausgenutzt. Vollgepackt
bis zum geht nicht mehr auf der kleinen Insel leben. 800 bis 900 Einwohner, so ganz genau weiß man es nicht, weil nach und nach die Bewohner aufs Festland umgesiedelt werden, einfach aufgrund der steigenden Meeresspiegel. Die Kuna sind definitiv die ganz, ganz großen Verlierer der Klimaerwärmung. Man rechnet damit, dass 2050 etwa der Lebensraum oder die Lebensart, wie sie die Kuna bisher gewohnt waren, einfach nicht mehr existent ist. Filmen war für mich auch sehr schwierig, weil ich es vermeiden möchte, Menschen in ihrem Zuhause zu filmen. Ich finde das ein bisschen unhöflich. Deswegen sieht man jetzt auch leider nicht so viel von dem Dorf selbst. Ciao! Oh wow, schau, was wir gefangen haben. Und vergleicht mal zu der Größe von meiner Hand eine King Makrele. Ja, wir sind jetzt gleich wieder zurück am Ankerplatz, wo auch meine liebe Morsa ist. Was ist für mich so das Aha-Erlebnis, draus mal mit einem großen Boot segeln zu gehen, mitzusegeln? Super spannend, auf jeden Fall. Ich meine, wir fahren jetzt mit Motor, weil der Wind nicht so wirklich passt. Und wir sind schnell. Bei mir ist der Motor ja wirklich nur zum An- und Ablegen oder in die Ankerbucht reinfahren, super langsam. Bei ihm oder bei dem Boot kann man wirklich auch Strecke machen damit. Ist schon auch eine interessante Erfahrung. Ist cool. Wird mir schon auch taugen. Steht mir, glaube ich, auch so ein Boot. Aber das ist natürlich auch vom Wartungsaufwand, vom finanziellen Aspekt für mich einfach nicht schlimm. Nettes Erlebnis, aber für mich bleibt es bei meiner lieben kleinen Morsa. Und da freue ich mich auch schon wieder, die wiederzusehen. If you want to, that's okay. Cheers. Tschüss. Thank you for being your guest, Julia. Oh, you're welcome. It was my pleasure. Thank you for being such a good crew. I'm the best crew, I know. Yes, you are. There's the room for improvement, though. King mackerel sashimi with rice and sauces and everything. Manchmal passieren Dinge, die glaubt man nicht. Das kann man sich nicht mal ausdenken, ehrlich gesagt. Hätte mir vor 2,5 Jahren jemand gesagt, dass ich irgendwann mal mit Stachelrochen kämpfe, hätte ich ihm wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Aber es ist passiert. Und ich zeige euch mal, was genau passiert ist. Hier seht ihr den Flecken. Mir hat tatsächlich ein Stachelrochen ein Loch in mein Dinghy gestochen. Das heißt, mein Dinghy ist jetzt erstmal außer Gefecht. Und passiert ist das Ganze natürlich beim Fischen. Und eigentlich war der Stachelrochen, bin ich mir ziemlich sicher, schon tot. Haben den mit einer Harpune gefangen. Aber, also er war auch tot, aber die haben dann immer noch so Muskelreflexe, die Fische häufig. Und Stachelrochen, ganz besonders. Und dann lag der im Dinghy und der Schwanz peitscht plötzlich einmal quer rüber und stanzt mir ein Loch ins Dinghy. Mistkerl. Das heißt, ich will jetzt meinen Kumpel mal besuchen, mal gucken, wie weiter mit der Vorbereitung mit den Stachelrochensteaks ist. Aber jetzt muss ich natürlich darüber schwimmen, dann werde ich auch noch nass. Man hat es schon echt nicht leicht hier in der Karibik. Oh, es ist schön erfrischend. Das Problem ist noch ein bisschen, hier ist echt starke Strömung. Oh oh, ich drifte ein wenig ab. Ich muss ein bisschen schneller schwimmen.
Can I come on board? Nice current, huh? Jesus. How does it feel to take off the skin of an animal? I don't really feel any emotion. Ja, hier Panama San Blas um die Zeit im Mai ist natürlich schon Nebensaison, dementsprechend ist auch sehr, sehr wenig los bezüglich anderer Boote, Segler. Und dadurch habe ich dann natürlich sehr, sehr viel Zeit mit Schnorcheln, Speerfischen verbracht und bin da auch sehr experimentierfreudig, was die tierischen Nahrungsmittel angeht. Ich weiß, dass das viele wahrscheinlich nicht gut finden. Vegane Lebensweise finde ich eine sehr sinnvolle Sache im Prinzip, nur für mich ist es hier nicht umsetzbar und möchte ich auch nicht, und ich halte Speerfischen für Selbstversorgung für eine sehr, sehr gute, ökologisch verträgliche Variante, aber das ist natürlich auch was im Prinzip jeder für sich selbst entscheiden muss. Wie geht's weiter? Also für mich ist jetzt hier San Blas, geht aufs Ende zu, es ist sehr, sehr schön, aber die Regenzeit klopft ganz, ganz deutlich an und das ist hier wirklich unangenehm. jede Nacht Gewitter und es regnet sehr, sehr viel, deswegen wird es für mich jetzt höchste Zeit, mal durch den Panama-Kanal zu kommen und dann geht's ab in den Pazifik. Doch bevor es dann zu den Pazifik-Videos kommt, habe ich dann noch ein Interview für euch, das ich euch zeige, das wirklich großartig geworden ist. Sehr, sehr interessantes Thema. Könnt ihr gespannt sein. Also, bis dann. Klemmt euch nix und habt eine gute Zeit.